Hallo alle zusammen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung, die wir in der Reihe Interaktion neu denken, Wege zu einer vielfältigeren Wissenschaftskultur veranstalten. Es soll heute um das Thema gehen, First Generation Academics, wieso das Elternhaus die Karrierewege junger WissenschaftlerInnen beeinflusst. Für diejenigen, die bisher noch nicht bei der Veranstaltung dabei waren, mein Name ist Alexander Geil, ich bin Sprecher des Sonderforschungsbereichs Kognition der Interaktion und wir beschäftigen uns fachlich, grundlagenwissenschaftlich mit der Frage, wie das Handeln, unser Handeln und das Handeln unseres Gegenübers sich gegenseitig beeinflussen, wie wir also miteinander interagieren. Und das ist auch Grundlage für vieles, das, was vielleicht in Interaktionen mal schiefgehen kann und warum bestimmte Personen es schwieriger haben, in bestimmten Kontexten sich zu bewähren zum Beispiel. Wir tun das aus verhaltensbiologischer Sicht, aus neurobiologischer Sicht und auch aus psychologischer Sicht. Nun, in der dreiteiligen Veranstaltungsreihe, wo wir heute den vorerst zumindest letzten Teil veranstalten werden, wollen wir unter verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema gucken. Und das erste Mal hatten wir das unter dem Thema Neurodivergenz gemacht, dann letztes Mal unter Geschlechterdiversitätsaspekten und heute eben unter dem Aspekt ErstakademikerInnen. Da geht es also um Personen, die aus einem Haushalt kommen ohne akademische Elternteile und die als erste Generation sozusagen in ihrer Familie einen akademischen Abschluss entweder absolviert haben oder noch anstreben. Und wie Sie sich alle vorstellen können, die den wissenschaftlichen Diskurs kennen, die das wissenschaftliche Arbeiten kennen, so ein Alltag ist geprägt, wie auch in anderen Lebensbereichen, von einer Vielzahl von Gewohnheiten, von Normen, von unausgesprochenen Regeln. Und für Menschen, die die Anforderungen und Erwartungen nicht kennen, die nicht damit vertraut sind, die vielleicht für sie nicht sichtbare Hindernisse erleben und gar nicht merken, dass sie gerade an ein Hindernis stoßen, kann das vielfältige Ursachen haben, über die wir heute diskutieren wollen. Eine davon ist, dass sie vielleicht eben aus ihrem Elternhaus nicht Informationen mit auf den Weg bekommen haben und vertraut sind mit diesen Regeln und mit diesen Maßen, in denen vielleicht gemessen wird in so einem Umfeld. Und wenn es Ihnen so geht, wie es mir vor ein paar Jahren gegangen ist, dann fragen Sie sich vielleicht im Moment, also Elternhaus, ist das nicht ein Thema, das vielleicht für die weiterführende Schule relevant ist? Und wenn die Leute erstmal Abitur haben, war da nicht vielleicht genug Zeit, um irgendwelche Startunterschiede auszugleichen und Chancengleichheit herzustellen? Oder andere Leute, mit denen man diskutiert, sagen vielleicht, Mensch, also in Deutschland, da hatten wir doch in den 1960er, 70er Jahren eine riesen Bildungsexpansion. Wir haben Instrumente eingeführt wie BAföG, um allen möglichen Leuten die Zugang zur Hochschule zu erleichtern. Also das ist jetzt über ein halbes Jahrhundert her, haben wir dann nicht längst das Spektrum der Gesellschaft in seiner ganzen Breite an der Universität vertreten? Ich würde sagen, die kurze Antwort ist, nö, haben wir nicht. Zumindest noch nicht, weil ich glaube, es gibt auch einige positive Entwicklungen in den letzten Jahren und ich hoffe, dass wir heute nicht nur über die Hürden reden, sondern auch darüber, welche wir vielleicht schon überwunden haben oder wie wir sie am besten überwinden. Ein Beispiel dazu, es gibt, wenn man sich ansieht, wie viele Grundschüler am Ende an der Universität landen oder vielleicht sogar eine Promotion machen, immerhin noch ein Faktor 4 bis 5, je nachdem welche Zahl man sich ansieht, dass bei Akademikerkindern die Wahrscheinlichkeit zu promovieren höher ist als bei Nicht-Akademikerkindern. Wenn man dann Faktoren wie Abitur und Ähnliches rausrechnet, wird dieser Unterschied vielleicht ein bisschen geringer, aber er bleibt bestehen. Zumindest war das bis vor ein paar Jahren noch sehr deutlich der Fall. In den letzten Jahren, wenn man sich die Zahlen ansieht, scheint sich das anzugleichen, zumindest was die Übergangsraten von dem Masterabschluss zu einer Promotion zum Beispiel betrifft. Und die letzten Zahlen, die ich kenne, hatten sogar die Nicht-Akademiker einen leichten Vorteil. Das war nicht, weil sie mehr Nicht-Akademiker-Kinder sind, die in die Promotion übergehen, sondern weil bei den Akademikerkindern es deutlich zurückgegangen ist. Die Zahlen sind allerdings mit ziemlich viel Unsicherheit behaftet, weil dort Kohortenvergleiche nicht so leicht sind. Das hat statistische Gründe. Die Altersspreizung ist größer und Ähnliches. Aber ich denke, da haben wir heute vielleicht auch Experten, die das noch deutlich besser beleuchten können. Was sicher ist, ist, dass mit rein ins Studium, beim Übergang von dem Abitur in das Studium, beim Übergang vom Bachelor in den Master immer noch sehr deutliche Unterschiede messbar sind und Nicht-Akademikerkinder dort meistens weniger gut vertreten sind. Und die Gründe sind vielfältig. Informationsdefizit hatte ich vorhin schon genannt, aber es gibt auch eventuell mentale Barrieren, Kompetenznachteile oder vielleicht auch finanzielle Gründe.
Und über all das wollen wir heute diskutieren. Das sind Fakten, das sind Zahlen, die können einen alleine schon irritieren und haben mich damals motiviert, das mir genauer anzugucken und diese Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen. Aber was mich so richtig motiviert hat, das zu tun, war nicht nur die Zahlen, sondern auch die Reaktionen, die ich geerntet habe, wenn ich das Thema angesprochen habe im akademischen Umfeld. Da sind mir Reaktionen begegnet, wenn ich zum Beispiel darauf verwiesen habe, dass es unter Professorinnen eine deutliche Unterrepräsentanz von Nicht-Akademikerkindern gibt. Kamen Reaktionen wie, ja, aber Menschen aus dem Arbeiterhaushalt sind ja auch im Durchschnitt weniger intelligent. Und das war in einem Diskussionskontext, wo man durchaus eine gewisse Grundbildung voraussetzen konnte. Und mich hat das ganz erschreckend erinnert an Argumente, die sie vielleicht vor einem halben Jahrhundert oder noch länger gängig waren, wenn es darum geht, Frauen aus der Universität fernzuhalten oder andere heutzutage noch Minderheiten, vielleicht um nachträglich zu rechtfertigen, warum denn die Zahlen unterschiedlich sind. Und wir reden immerhin von Kohortenvergleichen, wo eben das Abitur schon als Referenz und die gleichen Noten im Abitur eben gegeben waren. Und solche Argumente dann zu bringen, ist natürlich erschütternd. Das war also Motivation genug. Ich selbst habe das weitergegeben, das Thema, an sehr kompetente Teilnehmerinnen und Teilnehmer für unser heutiges Panel, weil deren fachliche Kompetenz, aber auch deren persönliche Erfahrung soll uns heute durch dieses Thema führen. Und die Teilnehmenden selbst wird Ihnen wie gewohnt Frau Everding, Redakteurin vom Göttinger Tageblatt, hier in der mittleren Position, gleich persönlich vorstellen und uns dann auch durch die Diskussion führen. Mir bleibt an der Stelle in erster Linie mich ganz herzlich zu bedanken, erstens bei Ihnen, Frau Everding, aber auch bei allen Teilnehmenden an der Diskussion und vor allem bei unserem Koordinator, der aus den Ideen, die wir zu dieser Veranstaltungsreihe hatten, wirklich Realität geschaffen hat, indem er das nämlich herausragend ausgearbeitet hat, das ganze Thema weiterentwickelt hat und vor allem es umgesetzt hat und eben den Leuten hinterher telefoniert hat und einen Plan aufgestellt hat. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Chris, für diese herausragende Organisation. Mein Dank geht auch an die Universität. Ja, sehr gerne. Mein Dank geht auch an die Universität, dass wir das hier veranstalten dürfen und Sie uns natürlich auch in der Vorbereitung unterstützt haben und an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die unseren Sonderforschungsbereich finanziert und diese Formate eben unterstützt. Ihnen im Publikum danke ich jetzt schon ganz herzlich für Ihr Interesse, dass Sie hier gekommen sind. Ich hoffe, die Busstreiks haben Sie nicht zu sehr beeinträchtigt und Sie kommen auch wieder nach Hause. Aber jetzt haben wir erstmal 1,5 Stunden vor uns und am Ende dieses Panels sind Sie ganz, ganz herzlich eingeladen und wir freuen uns schon auf Ihre Gedanken, Anregungen und Ihre Diskussionsbeiträge und Fragen, die wir im Anschluss an die Diskussion hier oben auf der Bühne sehr gerne entgegennehmen werden. Ganz herzlichen Dank und allen einen spannenden Abend. Frau Everding. Ja, vielen Dank, Herr Geil, für diese interessante Einführung. Viel mehr zum Thema muss ich, glaube ich, erstmal gar nicht sagen und kann direkt damit starten, unser tolles Podium vorzustellen. Und wir haben ein besonderes Panel, glaube ich, zusammengestellt. Und zwar sind alle, die hier sitzen, mich eingeschlossen, ErstakademikerInnen. Und ja, ich würde sie einmal vorstellen wollen. Ich habe zuerst fast ganz außen, zweite von außen sitzen Ann-Kathrin Kolves. Sie ist promovierte Historikerin und eben auch Erstakademikerin. Sie setzt sich seit mehr als 10 Jahren für Bildungsgerechtigkeit ein. Sie ist an der Universität zu Köln und baute dort das bundesweit erste Förderprogramm für promovierende First Generation Academics auf, mit dem Namen Erste Generation Promotion Mentoring Plus. Und sie ist seitdem auch dessen Koordinatorin und Frau Kolves ist außerdem Gründungsmitglied des Vereins Erste Generation Promotion. Das ist eine Initiative von Promovierenden und Absolventinnen der Uni Köln und ist bis heute auch in dessen Vorstand. Und sie klärt außerdem als Speakerin, Trainerin und Expertin zum Thema Bildungsgerechtigkeit auf. Dabei weist sie eben immer wieder darauf hin, dass das Problem eben kein individuelles ist, sondern im System liegt. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken ganz außen sitzt Holmar Steinfahrt.
Er ist Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Praktische Philosophie hier an der Uni Göttingen, und zwar seit 2006. In Hamburg an der Uni dort und an der FU Berlin hat er Philosophie studiert. Außerdem hat er auch noch Rechtswissenschaften studiert in Berlin und das dann aber nicht abgeschlossen, weil er eben ein gutes Angebot auf eine Assistentenstelle in Konstanz hatte im Bereich Philosophie. Und ja, Herr Steinfahrt ist der Erste aus seiner Familie, der auch überhaupt das Abitur gemacht hat, der aufs Gymnasium gegangen ist, und er sagt, seine Eltern haben ihn schon immer unterstützt, auch finanziell, aber irgendwie blieb bei ihm doch das Gefühl, an der Uni ja, auf eine Art und Weise fremd zu sein oder nicht so richtig dazuzugehören. Herzlich willkommen. Und wir gehen weiter. Sona Ahmed ging auch als Erste ihrer Familie an die Uni. Und dazu kommt bei ihr, dass sie auch als kleines Mädchen zusammen mit ihren Eltern als Geflüchtete nach Deutschland gekommen ist, und zwar aus Pakistan. Und Frau Ahmed hat dann in Göttingen später in Neurowissenschaften promoviert. Sie war aber auch als Mediziningenieurin tätig davor und war somit auch oder hat einen kleinen Ausflug in die Industrie gemacht. Im Jahr 2022 hat sie den Promotionspreis des Deutschen Primatenzentrums erhalten, also sehr erfolgreich promoviert. Und derzeit ist sie als Postdoktorandin am Göttinger Sonderforschungsbereich Cognition of Interaction und auch am Graduiertenkolleg Neugier. Auch an Sie herzlich willkommen. Dann habe ich zu meiner Rechten neben mir sitzen Britta Korkowski. Sie ist Koordinatorin des, Achtung, Göttingen Campus Instituts für Dynamik biologischer Netzwerke und war davor an der Göttinger Graduiertenschule Gesellschaftswissenschaften und hat dort eben ein Projekt zur Förderung von ErstakademikerInnen mit aufgebaut, weswegen sie auch heute mit auf dem Podium ist. Der Name des Projekts Brückenschlag für Promovierende, was eben die Promovierenden an den Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften und Sozialwissenschaften in Göttingen fördern soll. Und Frau Korkowski selbst ist promovierte Slawistin und eben auch Erstakademikerin. Herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten ganz außen sitzt Charlotte Praus, last but not least. Sie promoviert gerade in Geschichte, hat die Promotion in Göttingen, also an der Uni Göttingen begonnen, ist inzwischen damit quasi nach Gießen an die Uni umgezogen, lebt aber nach wie vor in Göttingen und engagiert sich hier auch seit 5 Jahren bei der Initiative Arbeiterkind. Die kennen Sie bestimmt, die bringt oder unterstützt Nicht-Akademiker-Kinder auf dem Weg ins Studium und auch im Studium. Und ja, Sie sind Erstakademikerin und Frau Praus hat aber auch erst tatsächlich zum Ende ihres Masters erfahren, dass es Arbeiterkind überhaupt gibt. Und ihre Erfahrung aus dem Engagement dort ist so ein bisschen, ja, viele First-Generation Academics glauben irgendwie, sie müssen es alleine schaffen, aber gerade der Austausch ist eigentlich das Wichtige. Ja, nochmal an Sie alle herzlich willkommen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Ja, meine erste Frage an die Runde wäre, wann, vielleicht mit einer kurzen Antwort, wann haben Sie denn zum ersten Mal festgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ihnen und Menschen, die eben Akademikereltern haben? Vielleicht, Herr Steinfahrt, fangen wir mal mit Ihnen an und gehen dann Reihe rum. Naja, das erste Mal festgestellt habe ich das auf dem Gymnasium, weil, wie Sie in der Anmoderation gesagt haben, ich in meiner Familie der Erste war, der aufs Gymnasium gegangen ist, und durch Umstände, die zu erklären jetzt hier zu lang ausfielen, bin ich ganz ungeplant und ohne dass meine Eltern das wollten oder sich auch nur vorstellen konnten, auf einem humanistischen Gymnasium gelandet, weil die anderen mich nicht wollten. Und dort hatte ich sehr massiv das Gefühl, dass die Mehrheit meiner Mitschüler und Mitschülerinnen einen anderen Hintergrund hatten.
Und das hat sich dann aber in abgeschwächter Form an der Universität fortgesetzt. Frau Ahmed, wie war das bei Ihnen? Ja, bei mir war das eigentlich sehr ähnlich. Ich würde sagen, bei mir hat es schon in der Grundschule angefangen. Und ich habe dort vor allem gemerkt, wie sich zum Beispiel andere artikulieren konnten, die eben aus Akademikerfamilien kamen. Und ich hatte die Gedanken, das war alles in mir drin, aber ich konnte es halt nicht ausformulieren, weil bei mir natürlich auch noch die Sprachbarrieren dazu kamen. Und ich würde sagen, an der Uni kam das bei mir dann tatsächlich erst im Master, als das überhaupt eine Option war, sich zu überlegen, dass man vielleicht eine Akademikerlaufbahn überhaupt eingehen könnte. Das war vorher für mich komplett außer Frage und das habe ich auch nie in Erwägung gezogen. Wie war das bei Ihnen, Frau Kokowski? Ich würde auch sagen, dass es eigentlich in der Schule das erste Mal merkbar war, auch am Gymnasium. Also das Beispiel, natürlich gab es in dem Haushalt meiner Eltern Bücher, auch nicht wenige. Und uns wurde auch vorgelesen, als wir klein waren und so weiter und so fort. Aber wir haben nicht Brecht vorgelesen bekommen, sondern halt Ottfried Preußler oder Kinderbücher. Und das war bei manchen Leuten aus meinem Deutsch-LK halt anders. Und da ist natürlich dann ein Vorsprung vorhanden. Frau Kolbers, war das bei Ihnen auch schon in der Schule so, dass Sie das bemerkt haben? Tatsächlich nicht, weil ich war auf einer Gesamtschule und das ist nochmal ein ganz anderes Konzept, wo ich auch heute sagen würde, ein gutes Konzept gerade für ErstakademikerInnen. Ansonsten tatsächlich habe ich es erstaunlich lange einfach verdrängt, dieses ErstakademikerInnen-Sein, und habe mich wirklich erst mit der Promotion das erste Mal richtig damit beschäftigt. Und natürlich weiß ich im Rückblick, dass ich ganz, ganz viele Punkte habe, wo ich gestruggelt habe oder mir mit vielen Dingen unsicher war, aber ich habe das immer auf mich geschoben und nicht auf das System. Dieses Verdrängen, kennen Sie das auch, Frau Braus? Ja, also mir geht es ähnlich, dass ich das benennen konnte. Also mir ist es immer aufgefallen, dass es Leute gab, die anders sind, aber das habe ich immer gedacht, das ist halt, ja, ich bin so, die anderen sind so, aber dass es für jemanden wie mich einen bestimmten Begriff gibt, also dass es halt ArbeiterInnen-Kinder sind, das ist mir eigentlich erst bewusst geworden, seitdem ich mich damit überhaupt auseinandersetze. Also dass dieser Klassismus überhaupt ein Problem ist, der kaum benannt wird, das kam bei mir erst sehr spät, so gegen Ende des Masterstudiums, deshalb kann ich mich meinen VorrednerInnen eigentlich nur anschließen. Vielen Dank schon mal. Diese Unterschiede, von denen Sie gesprochen haben, die lassen sich ja auch eindeutig mit Zahlen wirklich belegen. Also Herr Geil hat es auch schon ein bisschen angesprochen. Vielleicht kennen Sie diesen Bildungstrichter, der das Ganze im Grunde sehr anschaulich zeigt. Da wird immer ausgegangen von so einer Grundgesamtheit von 100 Kindern. Und bei einem Akademikerhaushalt ist es eben so, dass 80 dieser 100 Kinder erstmal eine Hochschulzugangsberechtigung erhalten, also Abitur oder Fachabitur. Und fast alle davon, da war ich wirklich überrascht, beginnen dann erstmal auch ein Studium nach dem Abschluss. Von diesen 100 machen am Ende 64 einen Bachelorabschluss, also immer noch deutlich die Mehrheit, und immerhin 43 schließen dann auch einen Master ab. Und ganz anders sieht das aber aus bei Kindern, deren Eltern eben nicht studiert haben. Hier zeigt sich der Unterschied schon bei der Hochschulzugangsberechtigung. Das sind nur knapp die Hälfte dieser 100 Kinder, die überhaupt erreichen. Und gerade mal ein Viertel davon geht dann auch an die Uni. Das sind 20, beziehungsweise 20 von 100 machen dann einen Bachelorabschluss. Und davon wiederum die Hälfte schließt einen Master ab. Das ist dann runtergerechnet jeder 10. Und wir erinnern uns, bei den Akademikerkindern war das die Hälfte, die eben einen Master erreicht. Auch bei den Promotionen gibt es eben einen Unterschied, der sich zeigt, wenig überraschend. Während 2% der Nicht-Akademikerkinder promovieren oder promoviert haben, sind es bei einem Akademiker-Elternhaus 6%. Ja, das sind dreimal so viele. Und Frau Braus, Sie sind eben hier auch als Vertreterin der Initiative Arbeiterkind. Die hat das Ziel, eben was an diesen Zahlen, die wir gerade gehört haben, zu ändern. Wenn sich Studierende an Sie wenden,
oder ja, angehende Studierende, was sind dann so die häufigsten Fragen, was ist oder der Punkt, wo die am meisten Unterstützung brauchen? Also wenn Fragen an uns gerichtet werden, ob über Social Media oder E-Mail oder sie kommen zum offenen Treffen, sind es meistens Fragen, wie finanziere ich mein Studium überhaupt, kann ich mir das überhaupt leisten? Das ist ein großer Punkt, die Selbstzweifel werden gar nicht so artikuliert, sondern finden erst so im Gespräch überhaupt statt oder werden im Gespräch überhaupt ja, einem bewusst. Also es sind hauptsächlich die finanziellen Fragen, die aufkommen und auch die Frage, ja, darf ich überhaupt BAföG beziehen oder ist das nicht eher für Leute, die ärmer sind als ich? Also bin ich überhaupt dazu berechtigt? Darf ich mich überhaupt auf ein Stipendium bewerben? Also bin ich es wert, Unterstützung zu erhalten? Also das sind so die häufigsten Fragen, die kommen und ja. Über das Thema Geld wollen wir auf jeden Fall noch sprechen gleich. Frau Korvis, das, was Sie gerade von Frau Praus gehört haben, also kommt Ihnen das bekannt vor aus dem Mentoring-Programm, was Sie ja auch verantworten, diese Hürden oder Fragen? Also die Finanzierung ist schon eine große Problematik auch für Promovierende. Es kommt ein bisschen auf die Fachbereiche an. Weil der Übergang in den Naturwissenschaften zum Beispiel häufig einer ist, der einen sehr schnellen Anschluss hat. Es gibt Verträge, die zum Teil 75% sind, wenn nicht sogar noch 100%. Und das sind sehr luxuriöse Promotionsbedingungen, wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit den Geisteswissenschaften, wo ganz häufig ein Jahr dazwischen liegt, bevor es überhaupt weitergeht. Da läuft es meistens über 65% Stellen, zum Teil auch über 50% Stellen oder eben ganz viel auch über Stipendien, in denen man keine die sind nicht sozialversicherungspflichtig, was im ersten Moment erstmal, man freut sich sehr, dass man dieses Geld bekommt und im zweiten Moment fällt einem dann auf, dass das so langfristig vielleicht ja auch eben so seine Nachteile mit sich bringt. Und diese Frage von welchen Weg gehe ich denn eigentlich und wie finanziere ich, das ist schon auch eine große Frage. Was aber interessant oder was eigentlich eher, also es ist eine Teilfrage von der großen Frage, wie promoviere ich eigentlich? Und das ist finde ich sehr interessant, weil wir ja mit Leuten zu tun haben, die einfach schon sehr lange in dem System drin sind. Also wir haben Leute, die haben einen Bachelor und die haben erfolgreich auch einen Master bewältigt und dann sitzen sie bei uns und stellen diese Frage, ich möchte gerne promovieren oder ich bin gefragt worden, aber ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was es bedeutet und wie ich jetzt vorgehe und wie die Schritte sind. Und da, finde ich, wird so ein ganz eklatanter Punkt sichtbar, diese Frage von Informationen und die Zugänglichkeit von Informationen. Und wir nennen das immer gerne informelles Wissen. Und im Studium hat das sehr abgenommen. Also dank Initiativen wie Arbeiter in Kind oder eben auch den Informationsveranstaltungen, die Universitäten selber anbieten. Aber wenn wir zu dem Punkt Promotion kommen, weil es natürlich auch eine deutlich kleinere Gruppe betrifft, ist es ganz häufig noch so eine Art Blackbox, in die es von außen sehr, sehr schwer ist reinzuschauen und wo ganz viele darauf angewiesen sind, dass sie so ein Institutionenwissen mitbekommen, vielleicht von den eigenen Eltern. Und dazu muss man sagen, dass eine von 5 Promovierenden hat selbst einen promovierten Elternteil in Deutschland. Und dann ist das ein sehr, sehr hoher Anteil und dann wird dieses Wissen eben weitergegeben. Oder man hat eben ein sehr gutes Netzwerk schon aufgebaut, wo jemand vielleicht promoviert hat oder man andere Anknüpfungspunkte hat und diese Informationen bekommen kann. Frau Kokowski, also man hört ja immer mal, dass von angehenden Akademikern oder Akademikern man ja eigentlich erwarten könnte, naja, diese Informationen, die sind ja irgendwo verfügbar, die müssten doch schon in der Lage sein, sich die selber zusammen zu recherchieren und ja nicht alles vorgekaut bekommen, sage ich jetzt mal böse. Die sind ja auch eben in der Förderung von Promoventinnen erster Generation aktiv gewesen. Ja, was würden Sie auf dieses Argument oder auf Vorurteil gegenargumentieren? Also zum einen, ja, natürlich ist es zumutbar, sich die Informationen auch selber zu suchen, die man selber bekommen kann.
beispielsweise durch eine Recherche im Internet. Also sich am Anfang der Promotion mal selber die Promotionsordnung durchzulesen, das ist absolut zumutbar. Aber damit ist es ja nicht geschehen. Selbst wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel auf der Webseite der Uni Göttingen gucke, wie funktioniert das denn eigentlich, wenn ich mich jetzt für eine Promotion bewerbe oder wenn ich mich einschreiben möchte und so weiter, dann steht da unter anderem, ich brauche eine Person, die meine Arbeit betreut, also eine Professorin, einen Professor. Aber wo kriege ich den denn her? Das steht da halt nicht. Wie läuft denn das? Gehe ich da hin? Kann ich da einfach hingehen? Also, und da sind wir bei dem informellen Wissen, was ich eben nicht einfach so bekomme. Und das könnte man natürlich auch stärker formalisieren, indem man irgendwie guckt, dass Stellen halt ausgeschrieben werden und man nicht mehr nur in diese Bittstellerposition kommt, wo man vielleicht an der Tür klopft und fragt, hier, ich weiß gar nicht genau, darf ich das jetzt fragen? Kann ich bei Ihnen promovieren? Also das ist so ein bisschen, da herrschen große Unsicherheiten dann an der Stelle. Ja, also viele ungeschriebene Spielregeln. Frau Amitz, Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, Sie haben nach Ihrem Studium eben zunächst gezögert, die Wissenschaftskarriere weiter zu verfolgen, wirklich in die Wissenschaft weiterzugehen, auch weil Sie eben diese undurchsichtigen akademischen Spielregeln, Geflogenheiten verunsichert haben. Was genau hat Sie da denn abgeschreckt? Genau, also dass ich mir das überhaupt überlegt habe, das habe ich wirklich meiner Masterprofessorin zu verdanken, weil sie mich da so ein bisschen quasi reingetrickst hat in die akademische Laufbahn. Also das Hauptproblem, da würde ich mich an die Vorrednerin auch anschließen, war einfach, viele Informationen sind nicht verfügbar. Und da spreche ich jetzt nicht von, was man quasi überall hat, also auch in der Industrie, diese ungeschriebenen Regeln, was soziale Verhalten angeht oder den Raum lesen und solche Dinge, sondern wirklich banale Sachen, wie zum Beispiel, was heißt das denn, wenn man später Professorin werden will? Muss ich habilitieren? Juniorprofessor, was ist das überhaupt? Reicht das? Oder was ist mit den Leuten los, die dann quasi ihr eigenes Funding haben und dann eine Gruppe leiten? Wie geht es danach weiter? Und auch wirklich ganz simple Sachen wie das Wissenschaftszeitgesetz. Das war mir relativ lange überhaupt nicht bekannt, aber das ist ein relativ wichtiges Gesetz, das man kennen sollte, wenn man dann da reingeht. Und genau, das war eben, ich kannte das aus meinem Bachelor anders, weil also mein Bachelor war sehr an Industrie orientiert und da gibt es halt einfach klare Regeln. Also ist natürlich auch nicht alles ausgeschrieben, aber man kann sich unterhalten mit den Leuten und man kriegt dann ziemlich schnell raus, ja, ich stelle dich jetzt als Junior Project Manager ein, du hast 5 Jahre, du schaffst es nicht. Und dann ist es halt erledigt quasi. Und also wirklich diese banalen Infos, die haben gefehlt. Und ich glaube, was dazu kommt ist, wie es eben erwähnt worden ist, dann stehen die Infos aber trotzdem irgendwie so halb da in einem Satz und dann denkt man sich, okay, anscheinend muss ich das wissen und jetzt bin ich doof, dass ich das gerade nicht weiß. Und dann traut man sich gar nicht erst groß nachzufragen. Und haben Sie das Gefühl, dass es nochmal in der Wissenschaft mehr so oder spielt eine größere Rolle als in der Industrie oder in anderen Branchen? Also ich kann das natürlich nur basierend auf meine persönliche Erfahrung jetzt aussagen und ich würde sagen, es ist in der Medizintechnik, also in dem Bereich, wo ich vorher war, definitiv, weil da gab es einfach klare Regeln. Also es ist halt Industrie, Unternehmen, ich bezahle sie dafür, dass sie das und das und das machen. Und entweder machen sie das, super, oder sie machen es halt nicht, dann sind sie halt raus. Oder sie machen sogar noch mehr und dann gibt es halt quasi Beförderung. Und das finde ich an der Uni schwierig. Ja, intransparenter und bei Ihnen, ich hatte es ja in der Vorstellung auch gesagt, kommt eben dazu, dass Ihre Eltern nicht in Deutschland aufgewachsen sind, Sie erst als Kind hierher kamen. Das ist ja nochmal was das Ganze zusätzlich schwieriger macht, oder? Ja, definitiv. Weil da geht es ja dann, also sagen wir so, seit dem Master, seit mir quasi bewusst geworden ist, dass ich einen First Generation Academic Hintergrund habe, das war wirklich jetzt trotzdem die entspannteste Zeit, weil mir zumindest bewusst ist, dass es da eine Herausforderung gibt. Davor, bei mir fing es an im Kindergarten, in der Grundschule, mir war gar nicht bewusst, was so anders ist an mir als an allen anderen. Und da ging es ja auch schon los in der Grundschule. Man hat Sprachbarrieren, man hat kulturelle Probleme, weil zu Hause wird ihnen beigebracht, das und das ist richtig, das und das ist falsch. Dann gehen sie raus, ganz andere Kultur. Auf einmal sind die Sachen, die theoretisch falsch sind, dann doch irgendwie richtig. Woher weiß ich jetzt als 7-jähriges Mädchen, was soll ich jetzt genau machen und wo soll ich es tun? Und wenn man da dann auch keine Lehrkräfte hat, die einen
unterstützen, was bei mir leider der Fall war, dann war es halt sehr schwierig. Also nur um da ein Beispiel zu geben, ich habe mich relativ gut geschlagen in der Grundschule und hatte die Noten, dass ich aufs Gymnasium gehen konnte. Und meine Lehrerin hat sich wirklich bemüht, meine Eltern davon zu überzeugen, dass ich mich bitte im Idealfall auf die Hauptschule anmelden sollte, wenn es sein muss, Realschule. Und jetzt kriegen meine Eltern diese 2 Infos und woher wissen die jetzt, was die richtige Entscheidung ist? Und ich weiß es erst recht nicht. Dieses zwischen 2 Welten leben, das ist in der Recherche oder Vorbereitung auf die Diskussion bei mir häufiger untergekommen, habe ich häufiger gelesen, diese Formulierung, dass eben in der einen Welt diese Spielregeln gelten, in der anderen Welt andere. Frau Praus, Sie haben ja auch was Spannendes im Vorgespräch erzählt, und zwar, dass Sie eine Zeit lang 2 Kleiderständer quasi hatten, einen für die Uni und einen für den Familienbesuch oder das private Umfeld. Ist das irgendwie auch so ein Sinnbild für dieses Leben zwischen 2 Welten, was eben ErstakademikerInnen erfahren? Ich denke schon, also das ist ein Sinnbild gewesen, was ich im Bachelor sehr durchgezogen hat, weil ich gedacht habe, in der Uni und gerade im Geschichtsstudium laufen die Leute so rum und zu Hause, da wird man dann nur komisch angeguckt und dann gilt man ja sowieso schon als die Abiturientin, die hat ja hat ein Abitur gemacht, also das haben wir ja alles nicht und das ist jetzt die studiert auch noch Geschichte und was will sie damit? Das ist ja sowieso, also warum tut sie das? Und dann, um nicht aufzufallen, um sich noch so ein bisschen irgendwie in diese Sphäre eingliedern zu können, versucht man das darüber, dass man nicht auffällig angezogen ist oder anders angezogen ist oder über die Sprache, also dass man jetzt bestimmte Vokabeln nicht benutzt oder nicht so hochgestochen spricht und das habe ich im Bachelor sehr durchgezogen. Das war mental sehr schwierig und im Master da habe ich dann gedacht, so nee, jetzt habe ich jetzt auch keine Lust mehr darauf und habe dann versucht, beide Welten sozusagen mehr oder weniger damit zu jonglieren, also nicht so dazwischen. Also ich finde dieses Dazwischen immer sehr schwierig, diese Formulierung, weil eigentlich habe ich ja den Vorteil, also es ist mir dann im Masterstudium aufgefallen, ich habe ja eigentlich den Vorteil und kann mich irgendwie in beiden Welten zurechtfinden, aber es ist halt sehr schwierig gewesen und wenn man dann halt am Kaffeetisch sitzt und dann gefragt wird, ja, was war jetzt im 7-jährigen Krieg? Und ich denke mir so, ja, das interessiert mich nicht die Bohne, was im 7-jährigen Krieg war. Und dann auch noch komisch angeguckt wird und dann gesagt wird, ja, aber du studierst doch Geschichte. Um dann erstmal zu erklären, ja, was man denn überhaupt tut und warum man das tut. Und ja, also dieses Verständnis auch zu bekommen, das war sehr sehr schwer und deshalb ist dieses Jonglieren mit diesen 2 Welten oder sich auch immer noch so dazwischen befinden, ja, ein großes Thema, gerade im Bachelorstudium für mich jedenfalls gewesen. Ja, Frau Kolbers. Ja, ich finde das total spannend und meine Frage wäre so direkt, welcher ist denn der Kleiderschrank, der quasi nicht der eigene ist? Weil für mich ist so dieses Dazwischensein und ich finde mich da total drin wieder. Bei mir waren das nicht 2 unterschiedliche Kleiderschränke, aber ich hatte immer, oder ich habe auch heute noch das Gefühl, dass ich habe Kleidung, die ist für zu Hause und ich habe Kleidung, die ist für die Uni. Diesen Blazer habe ich nicht jeden Tag an. Und das sind einfach, und das ist für mich so sinnbildlich für dieses Dazwischen, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass ich alle Codes nicht mehr ganz richtig verstehe. Also das nie 100%ig in jeder Situation angekommen sein. Also zu Hause zu sein und die Entfernung zu merken, die man zurückgelegt hat. Und Kleidung ist jetzt das Sichtbare, aber genau andere Werte, andere Sprache und diese Dinge und gleichzeitig aber mich im Uni-Kontext zu bewegen und das auch nicht mit einer 100%igen Selbstverständlichkeit zu tun, sondern auch da immer noch darüber nachzudenken, an manchen Stellen, was der richtige Code ist, was die richtige Sprache ist oder was auch die richtige Kleidung ist. Dieses Selbstverständnis, da hatten Sie auch drüber gesprochen, Herr Steinfahrt, beziehungsweise das Gefühl auch, ja, nicht so richtig an die Uni zu gehören, obwohl es die Noten auf jeden Fall hergeben. Das war gar nicht die Frage. Mich würde interessieren, Sie sind ja jetzt schon einige Jahre im Beruf. Haben Sie dieses Gefühl manchmal immer noch oder geht das überhaupt jemals so ganz weg?
Tja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Manchmal ist mir die Uni schon ziemlich fremd, aber ich glaube nicht mehr, dass das an meinem familiären Hintergrund liegt, sondern es liegt dann an der Uni. Ja, insofern denke ich nicht, dass ich da noch etwas mitschleppe. Ja. Aber ich würde ganz gerne an einen Punkt noch anknüpfen, der gerade in der Diskussion war, was mit dieser zwischen zwei Welten sich bewegen zu tun hat. Die eine Richtung ist ja die, dass wenn man aus einem nicht akademischen Elternhaus kommt, dass man mit dem Eintritt in die Uni in gewisser Weise, das ist etwas dramatisiert ausgedrückt, ein neues Land betritt, ne, mit einer eigenen Sprache, mit eigenen Konventionen und so weiter. Und in die übt man sich ein und nach einer gewissen Zeit gelingt das auch. Aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass man sich, so ist das mir jedenfalls gegangen, vom Elternhaus sukzessive entfernt. Und wenn man am eigenen Elternhaus und Hintergrund auch hängt, ist das auch eine Form von Verlust. In meinem Fall war das zum Beispiel so, dass ich nie, obwohl ich ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern hatte, nie über die Uni und das, was ich dort gemacht habe, gesprochen habe. Ich habe noch ein komisches Fach, ne, Philosophie, da weiß man eh nicht genau, was man da macht und vor allen Dingen, was man damit soll. Aber ich habe auch nie versucht, das zu vermitteln und es ist auch nie danach gefragt worden, obwohl meine Eltern mich immer unterstützt haben. Aber es sind eben zwei Kulturen, die sich dann gesprächsweise gar nicht vermitteln lassen und das ist eben auch ein Verlust nach hinten sozusagen, nicht nur eine Schwierigkeit nach vorne anzukommen. Wir haben ja hier in der Runde einige GeisteswissenschaftlerInnen und es wird ja aber auch gerade, glaube ich, nochmal der Philosophie nachgesagt, dass da so ein bestimmter intellektueller Habitus herrscht oder eine besondere Rolle spielt. Können Sie das bestätigen? Also ich würde vielleicht sagen, herrschte. Ich glaube, der hat sich schon was abgeschliffen, so wie, glaube ich, meiner Beobachtung nach, bestimmte Umgangsformen, Codes, obwohl sie immer noch da sind, sich gewissermaßen ermäßigt haben. Wir haben nicht mehr so eine bildungsbürgerliche Bubble, die sich völlig selbst genug ist und das Feld total dominiert. Das ist jedenfalls meine Beobachtung so in den letzten Jahrzehnten. Aber als ich angefangen habe zu studieren, war das klarerweise so, gerade in der Philosophie, die damals auch noch viel stärker männlich dominiert war. Die Philosophie ist auch jetzt so eine Geisteswissenschaft, wo wir halb-halb haben, aber etwas mehr männliche Studierende. Da hatte man das Gefühl, ja, es herrschte irgendwie so dieser Eindruck, entweder kann man es oder man kann es nicht, oder so ein latenter Geniekult gewissermaßen. Ja? Also man muss das im Blut haben und das ist etwas, was man nicht richtig erlernen kann. Und das drückt sich dann im Habitus vor allen Dingen in einer eigenen, häufig übertrieben elaborierten Sprache aus. Was ich ziemlich spannend fand, ist, es gibt eben auch Untersuchungen und da wurde gezeigt, dass in den Geisteswissenschaften eigentlich verhältnismäßig viele ErstakademikerInnen unterwegs sind, während in der Medizin oder auch in der Rechtswissenschaft das Gegenteil der Fall ist. Also das sind so die Fächer mit dem geringsten Anteil oder der geringsten Durchlässigkeit. Und Sie hatten ja auch mal einen kleinen Ausflug in die Rechtswissenschaften gemacht. Haben Sie da auch einen Unterschied festgestellt, eben auch zum Bereich Philosophie? Also die Zahlen kann ich mir letztlich nicht erklären. Ja, da müsste man sicherlich mehr Hintergrundwissen haben. Was ich sozusagen anekdotisch beobachten kann, ist, dass es relativ viele Mediziner, Medizinerinnen und Juristen, Juristinnen gibt, die selber aus Mediziner- und Juristenhaushalten kommen. Ja, also das heißt, das ist eine eigene Tradition, die familiär weitergetragen wird. Manchmal hat das ja auch ganz handfeste Gründe, weil jemand die Praxis übernehmen kann oder das Notariat übernehmen kann oder etwas Ähnliches. Aber es hat wahrscheinlich auch zu tun mit so einem mitgegebenen Auftrag der Besitzstandswahrung, den es so, denke ich, bei Leuten, die aus den Geisteswissenschaften kommen, nicht gibt. Nun habe ich, ja, wir alle keine
Eltern mit akademischem Hintergrund, aber ich kann mir vorstellen, dass Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen, und so kriege ich das auch mit, in Bezug auf ihre eigenen Kinder gar nicht die Ambition haben, dass sie das weitertragen und die Kinder dann vielleicht freier sind in ihrer Wahl, weil sie nicht diesen elterlichen Auftrag erfüllen müssen. Aber das ist alles Spekulation, also das ist, weiß ich nicht. Okay, Frau Korres, bei Ihnen, oder Sie hatten am Anfang auch gesagt, Ihnen ist erst recht spät aufgefallen, dass auch systemische Hürden einfach da sind, die gar nicht bei Ihnen als Einzelperson, wo da Fehler zu suchen sind, sage ich mal. Und ich habe auch einen Artikel gelesen, da werden Sie drin zitiert, da wird eben darauf hingewiesen, dass sich auch viele Erstakademiker in ihrer Leistungen gar nicht bewusst sind. Und ich zitiere mal, erst wenn sich Promovierende aus nicht-akademischen Familien untereinander austauschen, erkennen sie, dass Hürden nicht nur aus eigenen Defiziten entstehen, sondern durch das Wissenschaftssystem. Wie muss sich denn dieses System Ihrer Meinung nach ändern? Ja, ich glaube, das Wissenschaftssystem muss sich selbst etwas bewusster sein und auch etwas mehr da drauf schauen. Und ich finde es ganz spannend, dass wir gerade über Medizin und Rechtswissenschaften gesprochen haben, weil ich glaube, dass gerade in den Fächern noch sehr, sehr viele Codes herrschen und ein sehr großes Selbstverständnis davon, wie man sich selber als Wissenschaft versteht und auch das, was jemand mitbringen soll, der erfolgreich in diesen Wissenschaften ist. Und dann gibt es eben, wenn wir auf das System schauen, so bestimmte Hürden, die so eingezogen sind. Also wenn wir jetzt nochmal auf die Rechtswissenschaften schauen zum Beispiel, dann ist es wichtig, sich auf die Prüfung vorzubereiten mit einem Repetitorium. Und das Repetitorium dauert einen gewissen Zeitraum und die Unterlagen, die man dafür haben muss für die Vorbereitung am besten, also die Universitäten fangen mittlerweile da an, das auch anzubieten, aber die besten Repetitorien bieten externe Institutionen an, wo man wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt. Und da fängt es ja dann an. Wenn ich kein Geld habe, das zu kaufen, ich hatte zum Beispiel jemanden in meinem Mentoring-Programm, der sich dann für einige 100 Euro 10 Jahre alte Repetitoriumsunterlagen gekauft hat, dass der nicht den gleichen Abschluss schafft wie jemand anders, der sich für Tausende von Euro ein Jahr lang bestmöglich auf diese Abschlussprüfungen vorbereiten kann, ist natürlich essentiell, oder ist augenfällig. Und dann bleibt aber das System dabei und sucht anhand dieser Abschlussnote die Leute aus, die später eine wissenschaftliche Karriere machen können. Und also ich würde sagen, ich gucke drauf und ich sehe den Fehler im System, weil es externe Faktoren in dem System gibt, die vermeintlich darauf verweisen, wer hier die beste Note schreibt und das die beste Leistung erbringt. Aber wenn man genau drauf schaut, dann ist diese beste Leistung davon abhängig, welche Ressourcen ich auch habe und welche ich mir zugänglich machen kann. Und da ist eben der Moment, wo das System selber ansetzen kann und sagen kann, okay, können wir hier nicht was ändern? Ne? Warum ist diese Vorbereitung nicht ein immanenter Teil dieser Ausbildung? Wenn wir über das System sprechen, dazu gehören natürlich Hochschulen. Frau Korkowski, was meinen Sie denn, was Hochschulen auch wirklich ganz konkret tun können, um diese Barrieren abzubauen? Also zum einen ist es absolut wichtig, dass man sich darüber klar ist und darüber sollte sich jede Hochschule oder alle Mitarbeitenden an Hochschulen klar sein, dass es eben nicht nur Leistung ist, die zählt. Also jedenfalls nicht so, wie es jetzt ist, sondern dass es eben auch vieles Informelles ist oder eben auch Ressourcen, auf die man gegebenenfalls von zu Hause noch zugreifen kann. Wenn man das schon mal weiß und im Hinterkopf hat, dann kann man auch wiederum danach handeln und gucken, was hat denn die Person irgendwie, die ich jetzt vor mir habe, in der Beratung eigentlich wirklich auf dem Herzen oder wie kann man solche Hürden eventuell abbauen oder wie können wir eine Art von Chancengerechtigkeit herstellen. Das System an sich ist nicht transparent genug, meines Erachtens nach. Also ich hatte vorhin schon kurz irgendwie diesen Weg zur Promotion, dieses
Ja gut, dann brauche ich halt einen Betreuer. Super, wie mache ich das? Also wenn wir dahin gehen, wie in einem Graduiertenkolleg beispielsweise, dass Stellen ausgeschrieben werden, dass es strukturiert ist, dass es Kohorten gibt, dass das halt auch zusammen funktioniert und eben auch eine gewisse Qualitätssicherung bei Auswahlprozessen herrscht, dann sind wir auch schon wieder ein ganzes Stück weiter in eine richtige, gerechtere Welt. Glauben Sie, dieses Bewusstsein ist bei den Hochschulen ja, so vorhanden oder ist da noch deutlich Luft nach oben? Es klang eben schon so ein bisschen an. Ich würde sagen, es ist deutlich Luft nach oben. Okay, ist so notiert. Also wir sind deswegen trotzdem auf keinem schlechten Weg. Ja? Wir sind nicht im Minusbereich. Wir sind in den letzten Jahren, haben sich viele Sachen getan. Auch gerade was jetzt Promotion betrifft. Wenn wir uns überlegen, Anfang der 2000er fing das gerade erst an, dass Promotion als strukturiert funktioniert hat. Menschen waren vollkommen abhängig von nur einem Betreuer oder einer Betreuerin. Also es ist auch schön, dass wir mittlerweile aus unserem Vokabular das Wort Doktorvater, Doktormutter gestrichen haben, weil es eben keine Verwandtschaftsverhältnisse sind, sondern einfach ein Betreuungsverhältnis einer Arbeit. Und das sollte es auch sein. Es ist vieles ist passiert, auch dass nicht einfach Promovierende angenommen werden, obwohl sie keine Finanzierung haben. Also die Finanzierungszusage muss vielfach mittlerweile auch geschehen. Und insofern, es ist jetzt schon auch einiges passiert in der Zwischenzeit. Ja, sehr gut, dass Sie das ansprechen. Ich wollte auch später nochmal auf so eine kleine Runde zurückkommen oder einen positiven, hoffnungsvollen Ausblick. Einmal würde ich aber auch gerne nochmal auf Frau Ahmed zurückkommen, beziehungsweise auf das Thema Netzwerk und Austausch. Also Sie haben sich ja auch selber oder engagieren sich immer noch in Sachen Gleichstellung, unter anderem beim Women Career and Networks Symposium. Solche Austausch- und Netzwerkformate, sind die gerade für WissenschaftlerInnen erster Generation oder vielleicht auch speziell nochmal für Wissenschaftlerinnen besonders wichtig und wertvoll, glauben Sie? Ja, ich denke, die sind sehr wichtig, weil meine persönliche Erfahrung war zum Beispiel im Master, da gab es einen Career Day und ich war, okay, das ist ja super, dann erfahre ich ja so ein bisschen, welche Möglichkeiten habe ich danach. Aber meine Erfahrung war, und das war jetzt mehrfach so, dass die Mentalität irgendwie so ist, alles, was die Uni betrifft, wissen wir ja alle Bescheid, wir wollen alle raus, wir wollen alle in die Industrie und jetzt laden wir entsprechend Sprecher ein, die uns ein bisschen zeigen können, was man danach so machen kann. Und dadurch habe ich mich eben motiviert gefühlt, auch mit diese Dinge zu organisieren und so zumindest quasi Sprecherinnen auch einladen können, die quasi genau solche Dinge, die sonst in der Transparenz fehlen, quasi aufzeigen. Also zum Beispiel in dem Women Careers Network hatten wir eine Sprecherin da, die dann zum Beispiel auch darüber gesprochen hat, wie ist es, wenn man ein Kind hat und dann versucht, die Karriere quasi unter einen Hut zu kriegen. Oder wie ist es, wenn man Dual Academic Career hat. Das heißt, sie und ihr Partner sind halt beide Professoren, die haben es jetzt geschafft, aber die hatten viele, viele Hürden, die sonst gar nicht transparent gemacht werden. Und ich finde, dadurch, dass man sich dann engagiert, kann man das auch so ein bisschen lenken und einfach ein bisschen den Fokus quasi auch darauf legen, was einem sonst so fehlen würde. Ja, vielen Dank. Ein kleiner Themencut. Wir haben es immer wieder, klang es schon an, das Thema Geld und Finanzierung des Studiums oder auch der Promotion. In den 70er Jahren wurde ja das BAföG eingeführt, eben mit dem großen Ziel, dass eigentlich alle Menschen unabhängig vom finanziellen Hintergrund an die Uni gehen können. Und Frau Kolves, ich würde Sie nochmal fragen, denken Sie, das BAföG in seiner aktuellen Form erfüllt seinen Zweck? Nein, absolut nicht. Und vielleicht ist da ein kleiner historischer Vergleich. Schön, Sie haben es angesprochen, in den 70ern. Und Michael Hartmann hat ja letztens nochmal darauf verwiesen, in einer sehr sehenswerten Dokumentation. Und das BAföG war in den 70ern so angelegt, dass man ein Viertel davon ungefähr für seine Miete ausgegeben hat. Und der Rest des Geldes war zur freien Verfügbarkeit. Also wenn man ein BAföG bekommen hat mit Höchstsatz, dann hatte man eine sehr, sehr gute Ausgangssituation für sein Leben. Und heute ist es so, dass ich glaube, der Betrag liegt bei
380 €, der im aktuellen BAföG-Höchstsatz dafür vorgesehen ist, ein WG-Zimmer zu bezahlen. Das hat Mainz vor 10 Jahren in Köln schon nicht mehr gekostet. Und damit machen wir eben also diese Verschiebung dessen oder dass eben die Finanzierung einer Ausbildung oder einer so wichtigen Ausbildung so prekär anzulegen, zeigt meiner Meinung nach, dass wir diese gute Idee BAföG auf so eine große Art und Weise ausgehöhlt haben, dass es nicht verwunderlich ist, dass wir wirklich nur noch ungefähr 12% der Studierenden haben, die BAföG auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Wir haben eine viel größere Anzahl von Personen, die tatsächlich berechtigt wären, BAföG zu bekommen. Und das ist auch ganz interessant. Es gibt viele ErstakademikerInnen, die eigentlich Anrecht auf BAföG hätten, es aber nicht in Anspruch nehmen, weil dadurch, dass es jetzt ein zinsloses Darlehen ist, von dem man auf jeden Fall 10.000 € zurückbezahlen muss, oder das ist so die Maximalgrenze, davor schrecken sehr, sehr viele Leute zurück, weil sie im Zweifelsfall, wenn sie starten oder dann vielleicht abbrechen, Schulden machen, die sie sehr, sehr lange noch abbezahlen müssen. Und da ist dann so eine große Angst, dass man vielleicht lieber anfängt, 2 oder 3 Jobs zu haben, weiterhin bei den Eltern zu wohnen oder solche Dinge, so Konstrukte zu nutzen. Wobei diese Idee des BAföGs ja eigentlich eine gute ist. Und wenn es, sage ich jetzt mal, idealtypisch läuft, bekommt man mehr, als man am Ende zurückbezahlen kann oder muss. Und man hat am Ende vielleicht auch einen Job oder in der Regel einen Job, mit dem man die Rückzahlung auch gut machen kann. Also diese Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich immer noch gut. Aber da ist trotzdem noch ganz, ganz viel Luft nach oben, es tatsächlich so zu gestalten, dass wir der Zielgruppe eigentlich sehr, sehr viel Ängste nehmen und sie wirklich zu einem Instrument zu machen, was auch bei den Richtigen ankommt. Da kam meines Wissens auch die letzten Tage nochmal so eine Erhebung raus, dass sich in sehr vielen Unistädten die Studierenden auch mit BAföG eigentlich gar keine Miete mehr leisten können, kein WG-Zimmer. Eine andere Möglichkeit der Studienfinanzierung ist ja auch ein Stipendium, wobei man sich da sind die Hürden natürlich nochmal höher, deutlich höher als bei BAföG, würde ich mal sagen. Frau Praus, Sie sind selbst Promotionsstipendiatin aktuell und aber auch Arbeiterkind berät ja wahrscheinlich oder gibt den Hinweis, dass Stipendien auch existieren. Welche Rolle spielen denn Stipendien aus Ihrer Sicht beim Thema Bildungsgerechtigkeit? Ich glaube, da müsste man differenzieren zwischen Studium und Promotion. Also Studien, wie schon angesprochen, Stipendien sind eben nicht sozialversicherungspflichtig. Also man hat für die Promotion beispielsweise, man muss Krankenkasse selber zahlen, man hat am Ende keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1, was bei Stellen natürlich anders ist. Es gibt Fächer, da gibt es halt einfach keine Stellen, wo man promovieren kann oder ganz, ganz wenige Stellen. Das ist in den Geisteswissenschaften ganz anders als wie in den Naturwissenschaften. Die Stipendien für Studierende sind da anders angelegt. Da gibt es auch Konstrukte, dass sie neben BAföG bezogen werden können oder dass die Stipendien den BAföG-Höchstsatz übernehmen plus nochmal einen gewissen Betrag X, den man nicht zurückzahlen muss. Das ist natürlich das Interessante dann auch für die Studierenden für Stipendien. Wir von Arbeiterkind sind überzeugt, dass Stipendien nicht nur für Einserkandidaten oder für Überflieger sind, sondern für jeden und jede, die sich engagieren. Es gibt so viele verschiedene Versionen von Stipendien, also Stipendien für Auslandsaufenthalte, Stipendien für das Studium an sich, für ein Teilstudium, dann das Deutschland- oder das Niedersachsen-Stipendium, die einen bestimmten Anteil am Büchergeld, wie das heißt, dann übernehmen. Also es gibt halt ganz unterschiedliche Arten. Für die Promotion ist es natürlich in der Hinsicht dann schwieriger, weil man eben, es wurde auch schon angesprochen, das erste Jahr eigentlich das Exposé schreibt und irgendwie sich so finanzieren muss.
sei es über Bürgergeld oder Nebenjobs. Das ist bei ArbeiterInnenkindern natürlich ganz anders als wie bei Personen aus AkademikerInnenhaushalten, da sie oftmals gar nicht von zu Hause unterstützt werden. Und natürlich sind Stipendien, ja, also für Studierende würde ich schon sagen, dass sie einen großen Teil zur Bildungsgerechtigkeit beitragen können, wenn sich die ArbeiterInnenkinder auch darauf bewerben und auch den Mut haben, sich darauf zu bewerben. Und das ist halt einfach ein Plädoyer, dass sich da jeder und jede bewerben kann und sollte es einfach probieren kann. Und da gibt es auch genügend Stellen, die da unterstützen. Stichwort Unterstützung, das Brückenschlagprogramm, darin oder in dem Rahmen wurden ja auch Promovierende oder angehende Promovierende in Sachen Finanzierung beraten. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Wie schwierig ist es als Erstakademikerin, ohne vielleicht diesen finanziellen Background eben zu haben oder dieses Polster, eine Promotion zu finanzieren? Also das Thema hatten wir ja vorhin auch schon ganz kurz. Das kommt total drauf an, meine Lieblingsantwort. Nein, es kommt tatsächlich auch sehr, sehr stark auf die Fachbereiche an. Also ich sehe es jetzt in den Naturwissenschaften, wo ich jetzt arbeite. Die Masterstudierenden sind schon extrem gut eingebunden in die Arbeitsgruppen, haben auch einen eigenen Arbeitsplatz, kennen die Leute und so weiter und so fort. Das gibt es in den Geisteswissenschaften, ich würde fast sagen, gar nicht. Wahrscheinlich möchte ich das, also ich möchte mich da nicht festlegen, gibt es vielleicht auch. Und die Verträge sind halt auch relativ hoch, also 75% Stellen sind es meistens, manchmal eben auch volle. Das ist in den Geisteswissenschaften auch nicht der Fall. Oder eben auch diese Überbrückung, dass man erstmal ein Exposé schreibt und wartet, bis es angenommen ist. Und so, also man geht im Prinzip in Vorkasse in manchen Bereichen. Und hinzu kommt, dass es auch gar nicht so einfach ist, sich in dem Stipendiendschungel zurechtzufinden. Also wir hatten damals in der Graduiertenschule Gesellschaftswissenschaften auch eine Finanzierungsberatung. Also wie bewerbe ich mich auf was für ein Stipendium und was passt zu mir? Das muss ja auch passen. Also wenn ich jetzt mich zum Beispiel auf eine der politischen Stiftungen bewerbe, dann sollte das auch in irgendeiner Art und Weise zu dem passen, was ich selber vertreten kann. Oder auch, was schreibe ich denn mit in so eine Bewerbung rein? Selbst wenn ich jetzt nicht die beste Note in meinem Master gemacht habe, ist es aber ja vielleicht ganz schön, wenn mein ehrenamtliches Engagement irgendwo auftaucht, das ich vielleicht habe. Also das gibt es ja auch. Und da kommt man eventuell nicht von selber drauf, das dann in diese Bewerbung reinzuschreiben. Und insofern ist es dann hilfreich, wenn man das mal jemanden fragen kann. Herr Steinfahrt, Sie sind selbst Professor. Wir haben gerade schon gehört, Nebenjobs sind für viele Studierende mehr oder weniger ein Muss, eben um sich sein Leben so zu finanzieren. Aus Ihrer Sicht haben da die Hochschulen oder auch konkret Ihre KollegInnen, Hochschullehrende, nehmen die da genug Rücksicht auf Studierende, die einfach auch arbeiten müssen, auch unter dem Semester, vielleicht deswegen auch mal eine Frist verpassen, sage ich mal, oder irgendwie es Terminkollisionen gibt mit Seminaren. Ist das im Bewusstsein? Schwierige Frage, zumindest in meinem Bereich. Bei uns gibt es gar keine Anwesenheitspflichten. Jedenfalls dürfen wir sie nicht nachhalten. Also dass wir eher das Problem haben, weil wir es wichtig finden, dass an bestimmten Veranstaltungen kontinuierlich teilgenommen wird, dass wir eher darauf sehen, dass eben die Anwesenheit gegeben ist, auch wenn wir keinen richtigen Hebel haben, das durchzusetzen, als dass wir umgekehrt schauen, ohnehin sind alle da, aber einige brauchen dann eine Ausnahme oder haben eine Situation, deretwegen sie eben nicht an allem teilnehmen können. Deswegen ist die Ausgangslage ein bisschen anders. Ich selbst kann jetzt von meinem Fach her sagen, aber das ist nicht repräsentativ, dass wir mit Fristen sehr großzügig, vielleicht zu großzügig, vielleicht zu lax sind, weil ich es schon idiotisch finde, wenn ich das mal so sagen darf, dass von unserem Prüfungsamt,
wo ja bei uns die Leute in der Regel, jedenfalls im Bachelor, mehrere Fächer studieren, für alle Leistungen derselbe Termin angegeben ist, 15. März. Und dann hat man eigentlich noch einen Monat Zeit bis zum Beginn der nächsten Lehrveranstaltung. Deswegen setze ich meine Fristen immer 15. April statt 15. März, damit die Leute dann mehr Luft haben. Aber das geschieht nicht aus der spezifischen Rücksicht auf die Notwendigkeit zu arbeiten. Vielleicht darf ich dazu sagen, dass meinem Eindruck nach, aber auch da habe ich keine Zahlen, inzwischen die Mehrheit der Studierenden arbeitet in irgendeiner Form, ja, sodass, wenn man darauf Rücksicht nehmen wollte, man eigentlich auf alle Rücksicht nehmen müsste. Ja, gerne. Ja, also vielleicht zu den Zahlen nochmal, also es stimmt, dass ein Großteil tatsächlich arbeitet, aber ich finde da nochmal spannend, zu sagen, als was man arbeitet. Ne? Und das ist, und da haben wir zum Beispiel an der Uni Köln ein Projekt, wo wir SAK-Stellen finanzieren. Also bei uns kann sich ein Tandem bewerben aus einer Studierenden Erstakademikerin mit einer Lehrperson und dann finanzieren wir für die ein Jahr lang diese SAK-Stelle. Es muss eine Erstanstellung sein. Und die Idee daraus ist entstanden, weil wir eben statistisch nachweisen können, dass wenn man eben eine SAK-Stelle hatte, also eine studentische Hilfskraftstelle, dass man dann signifikant höher die Chance ist, dass man später auch eine Promotion anfängt. Und genau diese Verbindung wollten wir gerne herstellen. Und das, was wir jetzt aber als Rückmeldung bekommen haben, ist zum Teil eben auch von Studierenden, dass es wiederum andere Studierende gibt, die sich das nicht leisten können, eine SAK-Stelle anzunehmen. Also weil wir an der Uni maximal den Mindestlohn bezahlen für diese Hilfskraftstellen. Und wenn ich wirklich Geld brauche, dann mache ich eben fachfremde Arbeiten und muss die dann vielleicht auch zu Zeiten machen, die mehr kollidieren oder brauche eben auch höhere Zeiten. Also auch da wieder sehen wir, je nachdem, welche Bedürfnisse ich quasi für mein Leben erfüllen muss oder welche Ressourcen ich auch habe, ich selbst in dieser Tätigkeit schon anfangen kann zu unterscheiden, ob ich erste Erfahrungen knüpfe in der Wissenschaft und die Möglichkeit habe, hinter den Vorhang zu gucken, oder ob es so sehr um meinen Lebensunterhalt geht, dass ich mir nicht mal das leisten kann. Herr Steinfahrt, nochmal an Sie, als Professor aus eben nicht akademischen Elternhaus sind Sie ja statistisch gesehen ja eine Ausnahme. Ich habe ja auch nochmal Zahlen mitgebracht. Es gab zum Beispiel mal eine Erhebung unter ProfessorInnen in Nordrhein-Westfalen. Da geht es eben um die sozialen Herkunftsgruppen und die zeigen ziemlich deutlich, also aus der niedrigsten sozialen Herkunftsgruppe, das ist so in 4 verschiedene Gruppen unterteilt in der Studie, kommen gerade mal 11% der ProfessorInnen her. Und 34% der ProfessorInnen kommen eben aus dieser höchsten Gruppe. Und die beiden mittleren, da ist es ungefähr gleich mit so 27%. Also man merkt eindeutig eine Tendenz. Und dann gibt es auch Untersuchungen, dass eben ForscherInnen in den letzten 20 Jahren aber wieder so einen Trend beobachten bei den Professuren zur sozialen Schließung, obwohl es ja eigentlich eine Bildungsexpansion gab vor ein paar Jahrzehnten. Deckt sich das mit Ihrem Eindruck, Herr Steinfahrt? Ja, auch das finde ich schwierig, weil es eben eine Frage von Zahlen ist, die ich nicht kenne. Ihr subjektiver Eindruck? Ja, aber ich sollte vielleicht sagen, das habe ich auch im Vorgespräch schon artikuliert, dass ich ja hier inzwischen einer älteren Generation angehöre und das heißt einer Generation, deren Eltern im Schnitt weniger häufig zur Universität gegangen sind, als das heute der Fall ist. Ne? Also das heißt, für Leute meiner Generation ist die Wahrscheinlichkeit, Erstakademiker zu sein, mit Sicherheit höher, als es heute der Fall ist. Das könnte ein Grund dafür sein, dass es zu einer gewissen Schließung kommt, gerade durch die Bildungsexpansion, aber Sie schütteln schon den Kopf, das wäre halt eine Vermutung. Sonst kann ich es mir nicht gut erklären. Ich meine, vielleicht ist ein Faktor, dass wir als Erstakademiker und Akademikerinnen, wir sind auch nicht sichtbar. Ne?
Das heißt, Förderprogramme, wie wir sie gerade für die Gendergleichberechtigung kennen, die sind nicht so gut und leicht adressierbar und der Öffentlichkeit vermittelbar, wie das für andere Gruppen der Fall zu sein scheint. Aber ich tappe da so ein bisschen im Dunkeln. Wir haben ja so viele Expertise, die das, glaube ich, besser und fundierter sagen können. Und von einer reinen anekdotischen Evidenz kann ich das nicht sagen. Also wenn ich mich in meinem unmittelbaren akademischen Umfeld anschaue, dann bin ich tatsächlich der einzige Erstakademiker. Ja. Sie haben eben mit dem Kopf geschüttelt, ich habe es nicht gesehen, aber gehört. Sie haben Einwände. Ja, also ich kann nur dazu sagen, dass tatsächlich diese Bildungsexpansion, also natürlich wird die Grundgesamtheit der Menschen in Deutschland, die studiert haben und einen akademischen Abschluss haben, größer. Aber dieser Trend zur sozialen Schließung, also wenn wir dann die Zahlen angucken der Studierenden, aber auch darüber hinaus, wobei man da ganz vorsichtig sein muss, weil wir tatsächlich keine umfangreichen Zahlen darüber haben, wie viele ProfessorInnen oder auch nur Postdocs wir tatsächlich haben, muss man sagen, dass quasi wir bei einem Stagnieren sind. Ne? Also die Grundgesamtheit der Akademiker in Deutschland wird höher und auch die Anzahl der Erstakademiker als Studierende wird höher, aber ist nicht in so einem Maße, dass wir da jetzt tatsächlich eine soziale Öffnung sehen könnten, sondern das gleicht sich im Grunde aus. Das heißt, wir bleiben auf so einer Art Plateau, das sich eher minimal bewegt. Und das ist eigentlich schade, weil wir alle eher das Gefühl haben, wir reden seit 10 Jahren durch Initiativen wie ArbeiterInnen, Kinder, da mehr drüber und sprechen darüber und Universitäten bemühen sich. Und die Frage ist eigentlich, warum kriegen wir diese signifikanten Bewegungen eigentlich nicht? Und dieses nicht darüber reden ist, glaube ich, auch ein Teil dessen. Ne? Und das, sage ich, ist auch so ein Symptom, ne? Diese Frage, warum reden ProfessorInnen, die ja eigentlich im System angekommen sind, dem man nichts mehr wegnehmen kann, quasi nicht darüber, wo sie herkommen, weil sie trotzdem immer noch das Gefühl haben, dass es vielleicht, also ich habe in meinem Programm MentorInnen, die zu mir gesagt haben, ich will mich dafür gerne einsetzen, aber ich hätte gerne jemanden aus einem anderen Fachbereich, weil ich möchte eigentlich nicht, dass das hier am Fachbereich jemand weiß. Und das, finde ich, ist so, genau, das ist wahnsinnig schade und das sind Aussagen, die mich tatsächlich auch schockiert haben, weil was sagt das darüber aus, wie wir tatsächlich in der Community mit diesen Informationen umgehen und mit diesen Menschen? Ne? Welche Erfahrungen haben sie in ihrem Verlauf in der Wissenschaft gemacht, dass sie denken, sie könnten Nachteile davon haben, wenn das jemand erfährt? Und da können wir Programme und Maßnahmen für jeden Einzelnen machen und die unterstützen, aber das müssen wir aus den Köpfen der Leute kriegen. Dann umso besser, dass wir heute drüber reden, über das Thema. Ich hatte ja schon angekündigt, ich würde gerne mit einem positiven Ausblick aus der Runde gehen. Und Frau Kockhoff, Sie hatten eben schon angefangen, darüber zu sprechen, was sich alles schon zum Positiven getan hat. Und ich wollte gerne meine anderen Gästinnen auch einmal fragen, vielleicht zuerst Frau Praus, was macht Ihnen denn Hoffnung mit Blick auf die Bildungschancen von ErstakademikerInnen? Eigentlich macht mir Hoffnung genau das, was Sie eben gerade gesagt haben, dass also wir von arbeiterkind.de sehen halt, dass mehr darüber geredet wird und dass diese, ich würde sagen, das ist diese Scham, darüber zu reden, sich als Erstakademikerin zu outen. Also es ist halt immer noch ein Outing. Ich bin die Erste, die studiert. Meine Eltern haben das nicht gemacht und wer ist jetzt Bourdieu? Dass das eben schwindet. Und das finde ich, nicht mehr so extrem ist wie vor 5 Jahren. Also, und das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass es, die Tendenz nach oben ein bisschen. Allen Herausforderungen oder Problemen im System zum Trotz, was macht Ihnen Hoffnung, Frau Kolves? Ich habe auch, finde ich, immer schöne Beispiele, dass das System sich auch verändert. Und wenn ich dann
zum Beispiel darauf gucke, dass soziale Herkunft jetzt auch eine Kategorie bei der DFG ist und deren Diversity-Förderung, dann sehe ich, dass wir mit unserer Arbeit dort angekommen sind. Und so, wenn man dann Geld dafür bekommt, diese Gruppe mit in den Blick zu nehmen, und Geld ist immer noch ein großer Treiber in dem System Wissenschaft, dann merkt man, wie die Auseinandersetzung damit stattfindet. Und an der Uni Köln zum Beispiel haben wir das Mentoring-Programm jetzt verstetigt. Also das bedeutet, dass aus einer Maßnahme, die eine Unterstützung war, jetzt etwas Nachhaltiges geworden ist. Und das macht mich sehr hoffnungsvoll. Ich würde Sie jetzt einmal überspringen in der Runde, weil Sie eben schon so schön geantwortet haben. Und mit Blick auf die Uhr. Es sei denn, Sie haben noch was Wichtiges hinzuzufügen. Zu viel Druck. Na, wenn ich jetzt kurz darf. Gerne. Nein, was ich immer ganz schön finde, sind einfach Veranstaltungen, sowas wie diese hier, aber auch vor allen Dingen Veranstaltungen, wo wir mal ein Roundtable haben, zum Beispiel auch mit ProfessorInnen, die eben von ihrem Werdegang berichten, weil man sehr, sehr schön auch einfach von den Erfahrungen anderer lernen kann. Und dieser Role-Model-Effekt ist einfach nicht zu unterschätzen. Also das möchte ich an der Stelle vielleicht nochmal als Empfehlung mitgeben, dass man das durchaus auch mal wieder machen könnte. Sehr schöne und wichtige Ergänzung. Vielen Dank. Frau Ahmed, wie ist das bei Ihnen? Was stimmt Sie hoffnungsvoll? Ja, für mich ist es ähnlich. Also ich sehe in letzter Zeit immer mehr, wie solche Thematiken immer häufiger quasi auch öffentlich diskutiert werden. Und dazu gehören natürlich auch diese schönen Veranstaltungen wie hier. Aber ich merke auch in meinem Umfeld, wie gerade jüngere Professorinnen auch häufiger weniger Scham haben, über ihr privates Leben quasi zu sprechen. Und hier meine ich jetzt nicht privat, sondern wirklich, was waren ihre Hürden, was waren die Schwierigkeiten. Und das nimmt halt so ein bisschen die Hemmschwelle, dann einfach mal nachzufragen und zu sagen, okay, ihr hattet so ein Problem, aber ich habe jetzt das Problem, was meint ihr denn dazu? Und das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Sehr schön. Und gleiche Frage auch an Sie noch, Herr Steinfahrt. Das ist aber gemein, als Letzter noch was Neues sagen zu müssen oder nicht der Versuchung zu erlegen, jetzt was Pessimistisches zu sagen. Also was mich tatsächlich ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, ist eher der Blick auf sehr lange Trends. Ne? Wenn wir uns das historisch anschauen, wenn man sich überlegt, wo die Universitäten, die Frauen in dem Fall etwa vor 100 Jahren standen oder noch vor 50 Jahren, dann gibt es tatsächlich einen erheblichen Fortschritt, der aber auch andere Gruppen betrifft. Und die Hoffnung wäre, dass das in diese Richtung weitergeht, wobei wir auch gerade und immer wieder natürlich mit Rückschlägen rechnen müssen, von denen wir uns nicht entmutigen lassen dürfen. Ich habe noch eine kleine Bonusfragerunde im Schnelldurchgang vorbereitet. Ganz zum Abschluss vielleicht mit bitte eine Antwort in einem Satz, wenn möglich. Warum sind Sie der Meinung, dass ErstakademikerInnen die Wissenschaft bereichern? Warum braucht es sie an Hochschulen und in der Wissenschaft? Und jetzt würde ich mal bei Ihnen anfangen, damit Sie auf jeden Fall was Neues sagen können. Naja, in meinem Fach, wo es zum Beispiel um ethische Fragen geht, ist es einfach wichtig, andere Lebenserfahrungen im Blick zu behalten, weil wir uns sonst auch akademisch in einer Bubble bewegen. Frau Ahmed. Ja, ich denke auch, dass wir einfach auch mehr Vielfalt mitbringen können. Zum Beispiel, wenn man aus einem Arbeiterumfeld kommt, dann gibt es da ja auch Vorteile und dann hat man vielleicht manchmal ein bisschen praktischere Herangehensweise, wie man Projekte managt und das kann ja manchmal auch helfen an Uni-Projekten. Frau Korkowski, was meinen Sie? Warum braucht es ErstakademikerInnen? Also nicht nur, weil es das Richtige ist, sondern ich komme jetzt mit der Verwertungslogik, überall da, wo unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Hintergründe zusammenkommen, wird auch kreativer gearbeitet und Lösungsansätze kommen vielleicht anders zustande. Frau Kolbis. Naja, ich glaube, wir brauchen alle klugen Köpfe und können es uns nicht erlauben, Leute auszusortieren, weil sie vermeintlich den falschen Hintergrund haben. Kurz und knapp, sehr gut. Frau Praus als letztes. Ja,
Also ich kann mich eigentlich nur anschließen und würde einfach nur sagen, dass Diversität immer intelligentere und maßgeblich ökonomischere und nachhaltige Lösungsansätze bietet. Nämlich am Schluss angekommen, einmal der Panel-Diskussion heute, aber auch der Veranstaltungsreihe Interaktion Neu Denken, die ja dreiteilig war. Vielen Dank an das tolle Podium für die vielen aufschlussreichen Beiträge. Ich habe sehr viel gelernt und mitgenommen und natürlich auch vielen Dank an Sie für Ihr Interesse, an Sie für die spannenden Beiträge und Fragen und Anmerkungen, Ergänzungen. Deswegen einmal großen Applaus für alle sozusagen.